Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie ich meine längliche Kokosschale dekorieren werde. Einige kennen die auch unter dem Begriff Kokosboot. Jedenfalls soll das jetzt in meinem Fall eine Mischung aus Silvester- und Frühlingsdeko werden. Und meine Kokosschale hat jetzt im Übrigen eine Länge von in etwa 55 Zentimetern. Die Höhe beträgt circa 8 Zentimeter. Und an der breitesten Stelle hat sie so circa 10 Zentimeter. Ja, und eine Sache habe ich jetzt vorab schon mal gemacht. Ich habe auf diese Kokosschale schon mal Folie ausgelegt, weil da wird jetzt als nächstes nasse Steckschaummasse hinzukommen. Boah, was ein Wort. Muss ich mir jetzt allerdings erst noch hier in meine Werkstatt hineinholen. Dann haben wir hier Schleierkraut, Hyazinthen, aber ein paar Materialien fehlen jetzt auch noch. Das hier ist jetzt meine Nasssteckschaummasse. Die muss jetzt natürlich noch zurechtgeschnitten werden. Ja, und zum Schneiden verwende ich persönlich immer am liebsten ein altes Brotmesser. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich hier die Folie auf die Kokosschale draufgelegt habe. Nicht, dass das dann im Laufe der Zeit irgendwie anfängt, ja, zu vergammeln oder dass sich hier so Flecken ausbilden. Von daher ist das dann besser, etwas Folie hier drauf zu legen. So, die wird auch nachher so etwas überlappend bleiben, meine Folie. Jetzt halte ich das hier mal so grob an. Ja, müssen wir ordentlich schneiden. Mal eben Lucky. Okay. Ich habe jetzt zur Not auch noch etwas Reserve. Die soll aber jetzt nicht bündig hier mit der Kokosschale nachher abschließen, sondern die soll ein bisschen höher auch bleiben. Die Nasssteckschaummasse. Boah, ist das ein Wort, ne? So, mal eben hier wieder gucken. Darauf achten, dass die Folie auch noch etwas höher ist als die Kokosschale. Ist jetzt auch etwas friemelig am Anfang, aber Schacker, auf geht's. So. Drück das hier mal etwas hinein. Muss da ja auch nachher gut drinne sitzen. Schneid mir das hier wieder zurecht. Hier an der Spitze, da kommt jetzt aber gleich keine Nasssteckschaummasse hinzu. Es muss jetzt auch nicht zu 100% hier alles gleichmäßig sein von der Höhe. Ich sag mal so grob zurechtschneiden. Hier müssen wir jetzt noch etwas wegnehmen. Zack. Und ich glaube, ich brauche jetzt sogar noch ein kleines Stückchen. Hier an dieser Stelle, da könnte noch was hinzukommen. Muss ich jetzt allerdings auch noch wässern. Mal gucken, können wir aber trotzdem schon mal zurechtschneiden. So sieht sie dann halt aus, wenn die trocken ist. Hat dann auch den Vorteil, die Blumen, die da gleich hineingesteckt werden, jetzt hier zum Beispiel das Schleierkraut, die Sachen bleiben dann halt auch länger frisch. Und ich denke, hier die kleine Ecke machen wir jetzt doch noch ein kleines Stückchen hinzu. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich immer solche Reste auch einfach mal aufhebe. Man muss ja hier nichts verschwenden, aber die kleinen Stücke müssen jetzt halt noch nachträglich gewässert werden. Den Steckschaum, den hatte ich jetzt im Übrigen eine gute Stunde im Wasser liegen gelassen, damit er sich halt auch so richtig schön vollsaugen kann. So, jetzt muss hier noch das Kleine nach da oben. Und dann geht es jetzt hier fröhlich weiter mit der weiteren Dekoration. Ich habe hier Islandmoos und Plattenmoos. Und das Plattenmoos und Islandmoos werden jetzt hier an den Rand befestigt werden. Zum Befestigen verwende ich jetzt U-Haken. Einige kennen die auch unter dem Begriff Haften oder halt auch Krampen genannt. Zupfen das hier stellenweise auch mal zurecht. Wenn jetzt bei euch noch Erde unten drunter sein sollte, einfach mal abfriemeln. Beziehungsweise ich war hier einen Schritt zu weit. Ich wollte das hier schon mal einschlagen, also die Folie. Hätte ich jetzt schon fast vergessen. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich im Nachhinein. Mach hier mal so locker flockig so drüber. Aber nur so an den Rand vom Steckschaum. Sonst ja auch einfach mal einschlagen. Dass das hier nicht zu weit drauf geht. Man kann es auch ohne Folie riskieren, würde ich allerdings nicht machen. Wobei dieses Kokosboot, das hatte ich glaube sogar letztes Jahr im Gartencenter per Zufall gesehen. Das war nach Weihnachten und damals kostet das nur noch, also was heißt nur noch, ne, ist ja auch Geld, aber 10 Euro. Mehr habe ich dafür jetzt nicht bezahlen müssen. Kann man aber auch in diversen Online-Shops erwerben. Dann einfach mal das Moos so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt für schön haltet. Den mittleren Bereich hier aber noch freilassen. Da geht es gleich noch weiter. Jetzt nehme ich mal etwas Islandmoos hinzu. Mache mir da mal so einen kleinen Knuddel raus oder so einen Tuff. Lege mir das hier auch mal drauf. Und auch ganz easy peasy feststecken. Ich drehe das mal für euch. Na, so sieht das Ganze jetzt schon mal aus.
So sieht das Ganze jetzt aus und mein Kokosboot kann jetzt auch erst einmal beiseite. So, das Handtuch brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Zack, diesmal dahin. Jetzt habe ich hier einen Glücksklee. Ob ich den Schornsteinfeger einarbeiten werde, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Und aus diesem Glücksklee mache ich mir jetzt ein Kokedama. Bedeutet, das wird jetzt hier mit Plattenmoos umwickelt werden. Wenn es jetzt bei euch von ganz alleine halten sollte mit dem Plattenmoos, dann müsst ihr da jetzt nicht unbedingt noch Bindedraht drumherum wickeln. Werde ich allerdings sicherheitshalber machen. Ich mache das hier unten jetzt mal so ein bisschen überlappend. Ich habe aber einen Tacken zu viel. So, dich legen wir mal beiseite. Vielleicht brauchen wir das nachher noch. Bindedraht ist jetzt am Start. Die Farbe bleibt jetzt wirklich jedem selbst überlassen. Die wird man aber auch, oder den Draht vielmehr, wird man wahrscheinlich nachher auch nicht mehr sehen. So, mal eben hier miteinander verfriemeln. Boah, ich kriege hier irgendwie kalte Finger gerade. Zieht das auch ordentlich stramm. Und wer sich jetzt fragen sollte, ja, ist ja alles gut und schön, aber wie wässere ich das Ganze? Ich sprühe das dann alle paar Tage mit der Wasserspritze vorsichtig an. Und ihr könnt es ja schon sehen, ich bin jetzt dabei, mein Moos hier festzuwickeln. Ich ziehe es auch relativ stramm. Ne? Jetzt natürlich nicht zu stramm, dass ihr euch die Pflanze kaputt macht, aber schon, sagen wir mal, relativ mittlere Stärke drumherum wickeln. Ich mache mal so kreuz und quer da drunter, drüber. Ja, drüber vielleicht nicht, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Forme mir das hier auch mal so ein bisschen aus. Das sieht dann einfach schöner aus. Alternativ zu diesem Kokedama könnt ihr aber auch zum Beispiel, ich sag mal, so einen kleinen süßen Tontopf verwenden. So, hier war irgendwo der Anfang von meinem Bindedraht. Ja, jetzt habe ich ihn verloren, ist aber nicht schlimm. Wo ist meine alte Drahtschere? Da ist sie. Komm mal her, lieber Bindedraht. Schneide den jetzt ab und befestige den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Warum schneidet die nicht? Ja, die ist auch sehr alt. Mal eben hier gucken. Da haben wir ein Stückchen Draht. Verzwirbel das miteinander. Ach, da ist der Anfang. Ha, ich habe ihn gerade noch gefunden. So, eben hier verzwirbeln. Den Anfang und das Ende von meinem Draht stecke ich jetzt in das Moos einfach mal hinein. So. Mal eben hier Lucky. Ich habe mir im Vorfeld jetzt auch schon mal Gedanken gemacht, wo ich meinen Glücksklee, jetzt wollte ich schon Moos sagen, platzieren möchte. Kann auch erstmal beiseite. Dann habe ich hier 3 Hyazinthen. Ich muss mal gucken, ob ich 2 einarbeiten werde oder dann doch 3. Da werden jetzt ordentlich Wurzeln bei abgehen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und ich gehe jetzt mal gleich zu meiner Regentonne und schuckel hier die überflüssige Erde von den Wurzeln mal ab. Schauen vom Blau. Ja doch, können wir 3 nehmen. Einfach hier so Schuckel. Wie gesagt, mit den Wurzeln, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, das können die abhaben. Oder euch sind die Wurzeln jetzt vielleicht sogar einen Tacken zu lang. Dann nehmt ihr einfach eine richtig scharfe Schere oder ein scharfes Messer und schneidet die einfach mal ab. Und was ich euch jetzt auch noch erzählen wollte zum Thema Schneiden. Ich werde jetzt gleich zum Schneiden von Schleierkraut, vom Eukalyptus und auch von den Tulpen eine richtig scharfe Schere verwenden. Die kann man auch für das Ikebana verwenden. Das sind so Blumenarrangements in Japan. Oder halt gerade für die Tulpen lieber ein scharfes Messer verwenden. Weil wenn man die Tulpen jetzt mit so stumpfen Gegenständen schneiden würde, jetzt geht's hier wieder los, dann zerquetscht ihr das hier und dann ist die Wasseraufnahme für die Pflanze nicht so einfach, als wenn das hier richtig schön sauber abgeschnitten ist. Dann bleiben sie auch länger frisch. Ne? Wie gesagt, das hat was mit der Wasseraufnahme zu tun, wenn man das alles so zerquetschen würde. Schuckel. Boah, ich erzähle hier schon wieder einen halben Roman, glaube ich. Ja. Ah, die sind aber jetzt wirklich ein bisschen zu lang. Wobei ich zupfe die ab, kann man auch machen. Dann sieht es nachher etwas natürlicher aus. So, okay, mal eben den Kram hier wegräumen. Diese alte Erde, die schmeiße ich jetzt gleich einfach in den Garten. Ansonsten in die Biotonne damit. Und auch die Hyazinthen werden dann immer mal mit Wasser angesprüht werden. Die haben zwar nachher auch irgendwo Kontakt mit dem Moos, aber sicher ist sicher, man will da ja auch eine Weile dran Freude haben. Ich denke, die Haltbarkeit wird so in etwa, je nachdem wie lange die Tulpen halten, so 2 Wochen betragen. Kommt aber auch immer darauf an, wie warm ist das bei euch in der Wohnung. Ne, wenn man jetzt 24 Grad übertrieben in der Wohnung haben sollte, dann werden die Tulpen hier auch relativ schnell so hinausschießen und verwelken auch relativ schnell. Oder man tauscht das alles im Nachhinein nochmal aus, aber ich gehe jetzt mal nach draußen und schucke das hier in der Regentonne einfach mal ab. Meine Hyazinthen habe ich jetzt weitestgehend von der Erde befreit. Ihr kommt mal eben beiseite. Ich brauche wirklich einen größeren Arbeitstisch, glaube ich jedenfalls.
Das kann aber jetzt wirklich hier weg, das Handtuch. So, und die Hyazinthen werden jetzt mit Zahnstochern bzw. mit einem Zahnstocher hier an dem Kokosboot befestigt werden. Den Glücksklee, den platziere ich hier einfach nur so oben drauf. Hat auch letzten Endes den Vorteil, man kann den hier auch im Nachhinein mal vorsichtig hinunternehmen. Stellt ihn dann ins Wasser hinein, damit er sich halt richtig schön vollsaugen kann. Oder halt alternativ einfach mal die Wasserspritze benutzen. So, mal eben schauen. Die Seite sieht jetzt nicht so prall aus. Mache jetzt wirklich den Zahnstocher in die Pflanze hinein. Mal gleich gucken, ob der vielleicht einen Tacken zu lang ist, der Zahnstocher. Ne, in meinem Fall passt das jetzt schon mal so weit. Ich bin aber jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich mir noch mehr Hyazinthen hinzuholen werde. 3 Stück habe ich hier noch. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen verkalkuliert mit nur 3 Hyazinthen sozusagen. Wer die Wurzeln nicht mag, ne, der kann da auch einfach mal hier was wegzupfen. Ist halt überhaupt nicht schlimm. Die sind da ganz entspannt, die Hyazinthen. Und zum Thema Hyazinthen, wer den Duft jetzt überhaupt nicht haben kann innerhalb der Wohnung, der sollte die Hyazinthen dann auch lieber einfach mal weglassen. Mein Vater zum Beispiel, der reagiert da sozusagen allergisch drauf. Der muss dann immer niesen. Ne? So viel zu dem Thema mal Hyazinthen. Ja, ich überlege mal, ne? Wenn ich nachher wieder auf Zeitraffer gehe, kann es sein, dass halt noch 3 oder 2 Hyazinthen hinzukommen werden. Nach Möglichkeit arbeite ich persönlich immer am liebsten mit ungeraden Zahlen. Ist ja auch noch etwas zu lang. So, okidoki. Dann haben wir jetzt hier noch Tulpen. Das ist jetzt ein Bund. Eukalyptus und Schleierkraut liegen. Ne, wie gesagt, bei den Tulpen ein scharfes Messer verwenden. Eine ist bereits schon abgeknickt. Ich schneide sie mir jetzt auch bewusst etwas kürzer, weil die wachsen noch mal ein gutes Stück in die Höhe. Das solltet ihr einfach mal mit einkalkulieren. Mache hier mein Moos beiseite und stecke mir das hier ganz entspannt einfach mal hinein. Genauso mache ich das mit dem Schleierkraut und auch mit dem Eukalyptus. Ich habe hier sogar noch angesprühten Strandflieder in Silber. Ja, mal gucken, ob ich den hinzuholen werde. Jedenfalls werden jetzt die weiteren Materialien wirklich nur so gesteckt werden. Ne? Das wird jetzt nicht noch extra mit einer Krampe oder womit auch immer befestigt werden. Aber ich denke, so viel kann ich jetzt gar nicht mehr dazu erzählen. Zwischenräume könnt ihr immer noch mit Moos dann später vertuschen, so wie ihr das halt mögt. Und dann haue ich aber jetzt mal definitiv den Zeitraffer rein. Und beim Eukalyptus ist mir aber jetzt noch etwas eingefallen, damit man nicht so viel Verschwendung hat. Ja, jetzt mal angenommen, man hat jetzt hier dieses super lange Stück. Das ist ja einem jetzt einfach zu lang. Dann schneidet ihr knapp oberhalb der Blätter. Dann hat man hier auch nochmal einen schöneren Abschluss. Ich bin jetzt aber auch gerade am Überlegen, ob das überhaupt so lang bleiben darf. Ja, ich schneide es jetzt mal etwas kürzer und auch hineinstecken. Ich weiß, ich wiederhole mich hier gerade. Aber es soll ja auch alles für euch so einfach wie möglich zu verstehen sein. Worüber man auch noch nachdenken könnte, eine Lichterkette. Hier ist auch noch der Deckel. Mache ich. Ich mache da jetzt noch eine Drahtlichterkette hinein. Die hat so eine Länge von in etwa 2 Metern. Ja, ich vermute, ich muss da mal einmal, zweimal, dreimal. Doch, die kommt da jetzt mit hinein. Ein kleiner Zwischenbericht für euch. Ich habe mir jetzt noch angesprühten Strandflieder hinzugeholt. Der war halt irgendwann mal im Laufe der Zeit vertrocknet und dann habe ich den einfach mal mit Silberspray eingesprüht. Ich denke, der wird sich dann nachher ganz gut drin machen. Muss ich natürlich auch noch zurechtschneiden. Dann haben wir hier noch eine Hyazinthe und eventuell werde ich auch noch diese Korkenzieher-Haselnuss mit einarbeiten. Das weiß ich jetzt allerdings an dieser Stelle noch nicht. Ach, hier haben wir sogar ein kurzes Stück Strandflieder. Wird auch weiterhin hier einfach so hineingesteckt werden. Ich halte das dann auch immer mal an, ne, um mal die Länge zu überprüfen. Die Korkenzieher-Haselnuss kann man machen, muss man aber nicht machen. Ihr könnt auch andere Zweige zum Beispiel noch zusätzlich einarbeiten. Zum Beispiel, ja, das sollte ich auch mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, mal eben überlegen, Magnolienzweige. Die sehen da, glaube ich, auch ganz cool aus. Jetzt bin ich aber ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Strandflieder weglassen und lieber nur die Korkenzieher-Haselnuss einarbeiten.
Huiuiui, ich werde das jetzt hier mal wieder für euch beschleunigen, weil ich jetzt hier selber erstmal ein bisschen denken muss oder darüber nachdenken muss. Hauptsache mein Kokosbrot kippt hier nachher nicht aus Versehen noch um. Ja, mal gucken. Kann auch sein, dass ich den Strand wieder im Zeitrafferformat wieder hinausfriemeln werde. Ich weiß es noch nicht. Vieles entscheide ich aber wirklich immer erst im Laufe des Erstellens. Ich habe zwar immer einen groben Plan im Kopf, aber manchmal wird es dann doch nochmal im Zeitraffer abgeändert. Ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich noch im Nachhinein den Strandflieder und auch die Korkenzieher-Haselnuss ja einfach mal mit eingearbeitet habe. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht dekorieren. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal darüber nachgedacht, noch diesen Schornsteinfeger zu platzieren. Passt aber jetzt hier meiner Meinung nach nicht zu 100% hinein. Von daher wird er einfach mal beiseite gelegt werden und ich heb den dann halt auf für das nächste Jahr. Alle benötigten Materialien findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!